Abfahrt. We met Marco Reus. So happy. Hallo aus Vietnam, letzter Tag unserer Asientour. 09 Tage waren wir hier unterwegs. Wir waren in Singapur, in Malaysia und jetzt sind wir hier in Vietnam, in Hanoi. Wir wollen ein klein wenig zurückblicken und mit wem macht man das am besten? Natürlich mit unserem Coach und mit unserem Co-Trainer, mit Edin Terzic und Sebastian Gebhardt. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Ja, ich denke, wir haben eine Menge Eindrücke sammeln können in den letzten Tagen. Was habt ihr so mitgenommen? Wie habt ihr die Reise so aufgenommen? Wie habt ihr die Menschen kennengelernt? Ja, für uns als Trainer ist es ja so zweigeteilt. Erstens kümmern wir uns um das Sportliche, aber natürlich sind es auch menschlich sehr viele beeindruckende Momente gewesen, die wir hier erleben durften. Sportlich waren wir ordentlich unterwegs, das war nicht ganz so leicht unter den Bedingungen mit dem Wetter. Dann hatten wir am Anfang einen Kunstrasen und Jetlag. Aber ich finde, die Jungs haben das wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Sowohl die Jungs als auch wir als Verein, als Trainerteam nehmen da sehr, sehr viel mit. Wie Edin schon gesagt hat, sportlich ist das auch auf einem guten Niveau. Wir mussten uns erst mal finden, jetzt nach der langen Saison, nach den englischen Wochen. Aber ich glaube, das haben wir bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Wir stürzen uns jetzt in den Verkehr von Hanoi. Wir werden ein wenig mit der Rikscha fahren und seit 09 Tagen sind wir hier. Und wie alles dort in Singapur begonnen hat, das schauen wir uns jetzt an. Ich bin seit 1966 BVB-Fan und gehöre hier zum Singapur Fanclub. Und wir freuen uns, dass der BVB dieses Jahr wieder nach Asien kommt. Oh, Royce, there's Royce. They're coming. I've been supporting BVB since 1997. So my current favorite player is actually Marco Reus because of his loyalty to the club. And also every time he gets injured and he comes back stronger. So what a player. He's a legend. The goal is safe with you. Safe. Thank you, Maya. My captain. Thank you, Marco. Thank you so much. Marco, please. It's a dream come true. I swear to God, this is the best moment. Can't believe it. Oh, we met Marco Reus. Oh, so happy. I've been dreaming of meeting them like up close, and I'm glad that the dream came true today. I'm actually fanboying right now, you know, all throughout, and sometimes earlier just now I felt like lots of words to even call their names. This is the most amazing feeling ever. I hope you guys come back every year. Von Edin habe ich gehört, dass er vor der Reise gesagt hat, er möchte auch mit den Menschen in Kontakt kommen. Edin, inwiefern hat das funktioniert? Ja, das hat sehr gut funktioniert. Das fing an am Flughafen, egal ob das dann in Singapur, in Malaysia oder halt auch hier in Vietnam war. Die Menschen haben uns sehr freundlich in Empfang genommen. Dann hatten wir auch die Möglichkeit, nicht nur Leute der jeweiligen Vereine zu treffen, sondern halt auch wirklich Einheimische. Und wenn man halt sieht, mit wie viel positiver Energie sie uns entgegengekommen sind, wie sie sich gefreut haben. Und selbst wenn wir hier nur mit unserem Bus vorbeifahren, wie die Leute lächeln beim Zuwinken, das ist schon sehr beeindruckend. Geppi, was haben die Fans zu dir gesagt, als du mit ihnen in Kontakt gekommen bist? Wie wir hier aufgenommen wurden, das ist total herzlich und man sieht, welche Freude wir den Menschen hier bereiten und wie groß einfach der Verein ist und der Club und dass uns hier alle kennen. Und das ist natürlich ganz, ganz schön zu sehen, dass es so positiv ist und wir so viel Herzlichkeit auch für uns empfangen. Begegnung, das war ein zentrales Thema bei unserer Reise hier in Asien. Und wir haben Fans besucht, Schulkinder besucht und Familien in sozialen Brennpunkten. Und was wir dabei erlebt haben, das schauen wir uns jetzt an.
day. Stay blessed. God bless you, man. Ja, es war sehr beeindruckend. Wir sind sehr froh, dass wir nicht nur das Land kennenlernen, sondern auch die Leute. Und wenn man halt gesehen hat, mit wie viel positiver Energie die Leute uns heute hier begrüßt haben, wie sie sich gefreut haben, uns und besonders Emma zu sehen, das war heute sehr beeindruckend. Wir haben jetzt gestern auch so ein bisschen Sightseeing gemacht. Wir haben gesehen, was für schöne Gebäude es halt gibt. Aber hinter diesen Gebäuden stecken auch immer persönliche Geschichten. Und die durften wir heute auch kennenlernen. Und das war sehr beeindruckend und sehr bewegend heute. Thank you, bye bye. Thank you. So, wir sind jetzt hier auf dem Trainingsgelände und wir überraschen jetzt eine Gruppe von Kindern. Wir sind der lokale BVB-Fanclub hier in Singapur. Die anderen sind der Fanclub von Lion City Sailors, eigentlich das beste Team in Singapur. Heute haben wir aufgrund der BVB-Tour hier in Asien ein Freundschaftsspiel. Ich habe jetzt schon ein paar Minuten zugeschaut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Zwischenergebnis lautet, aber das werden wir uns jetzt mal abholen. Teammanager, wie steht's? Wir liegen 2-1 zurück. Wie wollt ihr das Spiel jetzt noch drehen? Hast du Schuhe dabei? Nein, deshalb habe ich ja gesagt, wie wollt ihr es drehen? Der Trainer Edin Terzic ist da. Und auch hier werden wir uns natürlich darum bemühen, neue Talente zu sichten. Edin, hast du schon was entdeckt? Ja, der erste Eindruck, da sieht so aus, als wenn wir noch ein paar Jahre warten müssen. Weil die ganz Kleinen, die machen es richtig gut. Wir treffen jetzt 4 Fans, 2 aus Indonesien, eine aus China und einer aus Singapur, die jeweils den eigenen Fanclub vertreten. Wir haben mit den 4 einen Treffpunkt in einer Bar vereinbart. Die wissen aber noch nicht, dass wir die in eine ganz andere Bar bringen werden, nämlich in die, wo gerade die Mannschaft ist. Und ja, wir wollen die als Dankeschön ein Stück weit überraschen, vor allem die beiden aus Indonesien, weil die eben ja, in Indonesien schon einiges vorbereitet hatten und das ja ausfallen musste und wir dementsprechend gesagt haben, wir leiten die hierhin nach Singapur ein und bringen die dann eben gleich auch mit der Mannschaft zusammen. Hello. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. What's your name? Hi, nice to meet you. I really didn't expect that I could meet the players, and I've been following Dortmund for 9 years, and the first game that dragged me into to be a fan of Dortmund is this was because of Marco Reus, and there's no word can express my feeling at the moment. Anderthalb Stunden waren wir, glaube ich, knapp unterwegs, haben ein paar coole Orte gesehen, ein bisschen einen Eindruck vom Flair bekommen und es war definitiv so, dass ich mir jetzt gewünscht hätte, sogar hier noch ein paar Stunden durch die Stadt zu spazieren, aber wir haben natürlich noch Training. Der Markt an den Gleisen ist schon faszinierend, aber ich glaube, für mich das Faszinierendste war jetzt wirklich der Verkehr, wie der hier fließt, wie das funktioniert. Ich habe gerade die Rikscha-Fahrt wirklich nur damit verbracht, mich daran zu ergötzen, wie alle es schaffen, irgendwie unfallfrei aneinander vorbeizukommen. Abfahrt! Die fahren einfach, ey. Hello. How are you? Hello. Er hatte kurz Angst. Ja, es ist natürlich Wahnsinn, dass wir auch hier in Asien so viele Fans haben, die dann auch Autogramme wollen oder Fotos machen wollen. Ja, das zeigt eigentlich auch, was für eine Stahlkraft Borussia Dortmund hat.
Lasst uns jetzt mal über das Sportliche reden. Der Kader besteht aus Profis, aus Spielern der U23 und der U19. Wie hat das Team hier in Asien zusammen harmoniert auf dem Platz und vielleicht auch neben dem Platz? Ja, das Ganze hat ja schon in Dortmund angefangen. Das heißt, nachdem die Nominierungen dann klar waren für die WM und wir dann wussten, wer nicht bei uns sein wird für diese Asienreise, haben wir die Gruppe aufgestockt und haben dann in der Woche zuvor schon versucht, das eine oder andere im Training umzusetzen, dass wir uns dann ein bisschen besser kennenlernen, dass wir auch die Zeit dann auch nutzen, weil wir wussten, es stehen dann hier 3 Spiele an. Hier wird es nicht viele Trainingstage geben, wo man dann noch mal ein paar Sachen ansprechen kann. Deshalb haben wir das schon in Dortmund versucht anzugehen. Und hier sieht man halt einfach, dadurch, dass man jeden Tag immer wieder sieht, mit wie viel Freude die Jungs sich begrüßen, obwohl sie sich den letzten Tag komplett gesehen haben und 4 Mahlzeiten am Tag haben, immer im Flieger und im Bus nebeneinander sitzen. Es wird viel gelacht außerhalb des Platzes, aber was uns extrem wichtig war, ist, dass wir diese Reise nicht nur dazu nutzen, um Spaß zu haben, sondern halt auch wirklich in der Zeit, wo wir dann auf dem Platz stehen, egal ob im Training oder halt bei den Spielen, dass wir da auch Gas geben, und das haben die Jungs bis jetzt richtig gut gemacht. Geppi, jetzt sind eine Menge junge Spieler mit dabei und Sie haben in Malaysia zum Beispiel vor 40.000 Zuschauern gespielt. Was habt ihr für Rückmeldungen bekommen? Ja, ich glaube, für viele war es ein ganz einmaliges und besonderes Erlebnis, vor allem hier in Asien vor so einer Kulisse zu spielen. Es ist natürlich auch eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Stimmung im Stadion als jetzt in Deutschland, aber total schön, auch total positiv, und ich glaube, dass die meisten Jungs das einfach auch in sehr, sehr guter Erinnerung behalten werden, sowohl das Drumherum als auch das Sportliche, weil ich glaube, dass sich da auch schon 2, 3 Spieler gut zeigen konnten und einen guten Eindruck hinterlassen haben, und da freuen wir uns natürlich als Trainerteam auch, dass sie bereit sind, halt auf die Minute so zu performen unter diesen Bedingungen. In Malaysia nach dem Spiel habe ich dich gesehen bei der Ehrenrunde, Daumen hoch. Es war natürlich eine besondere Stimmung und vor allen Dingen aber auch, du hast es gerade angesprochen, eine andere Stimmung als in Deutschland. Was war anders? Ja, also ich fand bis jetzt beide Spiele von der Stimmung her wirklich richtig, richtig gut. Jetzt in Malaysia war es schon sehr beeindruckend, wenn man in dieses Stadion reinfährt. Das wirkte von außen schon extrem groß, und dann kommt man dann rein und die Geräuschkulisse ist halt anders. Es gab so das eine oder andere Lied, was die Fans angestimmt haben. Das haben wir ja nach dem Spiel direkt mal gesagt, genau. Das war sensationell. Ne? Ja, so von der Melodie erinnerte uns das auch so an die Spiele, die wir in Europa oder in Deutschland sehen. Aber die Begeisterung, wenn der Ball dann Richtung gegnerisches Tor geht, wie laut das dann auf einmal wird und die Leute dann kreischen teilweise, das war schon etwas anders, als wir es sonst gewohnt waren. Aber es war wirklich ein richtig toller Abend. Ich glaube, die Fans, die im Stadion waren, haben ein gutes Fußballspiel gesehen. Und dass wir dann in der Ehrenrunde nochmal Danke sagen konnten, ich glaube, das gehört sich einfach so. Jetzt haben wir über die beiden Spiele in Singapur und Malaysia gesprochen. Die Tore aus den beiden Begegnungen, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Ich bin das erste Mal dabei und direkt Doppel zu treffen, ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Wir haben gut zusammengespielt. Mit Julian Reikos spiele ich auch zusammen in der U19, deswegen, wir harmonieren eigentlich ganz gut. Mit Justin und mit zum Beispiel Falco Michel habe ich zum ersten Mal zusammen gespielt, aber hat meiner Meinung nach auch super funktioniert.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht so erwartet. Das Stadion ist wunderschön. Wir wurden super empfangen hier. Hat er sehr gut gemacht, schon im ersten Spiel mit seinem Doppelpack heute, gute Aktion gehabt, extrem guten 1 gegen 1 und ja, hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ich glaube aber nicht nur Sammy, ich glaube einige Spieler haben einen guten Eindruck gemacht und so muss es sein, Gas geben und sich zeigen wollen. Obwohl es ein Freundschaftsspiel heute ist, sind so viele Fans gekommen und haben ordentlich Stimmung gemacht und ja, wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Das dritte Spiel der Asien-Tour steht heute Abend auf dem Programm. Wir fliegen heute Abend zurück. Gleich geht es mit den Rikschas wieder zu den Hotels. Aber eine Frage möchte ich noch stellen. Marco Reus ist mit dabei. Er ist unfassbar beliebt hier in Asien. Wie wichtig ist auch so etwas? Ja, es ist erstens für uns immer wichtig, den Kapitän mit dabei zu haben, wenn wir als Mannschaft unterwegs sind. Dass Marco ein sehr wichtiges Gesicht von Borussia Dortmund ist in den letzten Jahrzehnt, ist auch bekannt. Und man merkt es halt einfach, egal ob das dann Marco ist oder ob das dann Mats ist oder ein Emre Can, wenn die aus dem Bus aussteigen, dann wird es immer laut. Und das ist dann egal, ob wir dann am Flughafen sind, ob wir dann unterwegs sind Richtung Training oder zum Stadion. Leider kann Marco uns sportlich jetzt in dieser Phase nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, er spielt nicht. Also es gibt noch eine lustige Geschichte. Es gibt nämlich einen Spieler, der von der Popularität von Marco ein bisschen profitiert. Und das ist der Marco Pasalic. Weil immer, wenn wir Marco rufen, drehen sich die Leute schon um. Dann haben die noch einen ähnlichen Haarschnitt. Und dann wird der Junge sofort belagert und muss ein paar Autogramme schreiben. Aber es ist natürlich nicht nur wichtig für uns, sondern halt auch für Marco, diese Nähe und diese Wärme von den Fans zu spüren. Wir haben jede Menge Termine gemacht bei Sponsoren, hier in den Städten, wo wir waren. Und was wir dort alles erlebt haben, jetzt für euch. Mit dem kann man nicht arbeiten. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Spiele zurückblickt, ich will jetzt nicht von Gewinner oder Verlierer sprechen, Verlierer gibt es sowieso keinen bei der Runde, aber der eine oder andere, der ist mir jedenfalls aufgefallen, der hat einfach sich sehr vielleicht so in den Fokus gespielt, wenn ich mal so an Bamba denke, an Koulibaly, an Semic. Das sind alles Spieler, die wirklich auch bei den Spielen einfach sehr, sehr
positiv aufgefallen sind. Ja, auf jeden Fall. Also die Jungs kennen wir ja schon lange und die nutzen jetzt die Zeit, einfach mit uns Spielminuten zu sammeln und das mit uns zu verbringen und auch zu lernen. Und für uns ist natürlich auch schön zu sehen, wie präsentieren sie sich jetzt. Sie waren teilweise schon im Sommer dabei oder auch schon vorher. Aber vor allem Leon, Sammy, die machen echt einen guten Job und wir sind natürlich total froh, dass wir jetzt dabei haben. Und ich hoffe, dass der eine oder andere natürlich auch dann irgendwie in der nächsten Zukunft wieder bei uns dazukommt oder halt auch bleibt. Aber es ist schon erstaunlich, da gibst du mir sicherlich recht, U19-Spieler mit was für einem Selbstbewusstsein die Jungs inzwischen auftreten, das finde ich schon toll. Das hätte ich mir bei mir damals wirklich gewünscht. Das ist schon ein bisschen her bei dir. Ja, da gab es noch Schwarz-Weiß-Fans. Nein, also die Jungs, das fängt ja bei denen immer viel früher an. Also auf denen lastet natürlich auch eine große Verantwortung und das haben die sowohl schon in der Jugend als auch jetzt natürlich bei uns oder auch in der U23. Jetzt pfeift er hier mit seiner. Das macht übrigens jemand mit der Pfeife. Kannst du mal drauf gehen? Ich habe auch erst gedacht, das wäre ein Vogel, aber es ist tatsächlich eine Pfeife. Ein bisschen nach rechts, da ist der Vogel. Mach mal. Ihr wart im 57. Stock in Singapur. Wir waren in einem Stadion in Malaysia, wo es unfassbar laut ist. Hier erleben wir den Wahnsinn auf den Straßen. Was war das Beeindruckendste auf dieser Reise, Edin? Ja, wie du schon sagst, wenn man da oben auf der Plattform steht und einmal den Blick über die Skyline von Singapur hat oder wenn man dann vor und in dem Stadion in Malaysia ist, das ist schon sehr beeindruckend. Aber was mich so am meisten bewegt hatte, war dann, als wir die Geschichten kennenlernen durften von den Einheimischen. Das heißt, wo wir dann in das Wohnviertel gegangen sind, in das McPherson Wohnviertel in Singapur, weil da hat man dann die typischen Geschichten kennengelernt. Also ich glaube, auf dieser Plattform hat man das gesehen, woran man denkt, wenn man das erste Mal das Wort Singapur hört, dann denkt man an Formel 1, dann denkt man an die Skyline. Und dort durften wir halt einfach die Familien treffen und uns die Geschichten von ihnen erzählen lassen, wie es sich lebt in Singapur. Und das ist etwas, was mich sehr berührt hat. Gabby, bei dir, was hat dich am meisten beeindruckt? Ja, auf jeden Fall dieses Interview heute, dass wir mitten auf einer Kreuzung stehen und hier ist wahnsinnig was los. Also ihr seht ja selber, dass von rechts einer kommt. Ne? Ja, ich bin wirklich froh, deswegen rutschen wir hier links rüber. Nein, also das ist wirklich, was hier abgeht in Vietnam, also es ist auch ganz unterschiedlich zu Singapur oder Malaysia, aber das ist wirklich beeindruckend. Als wir gestern zum Stadion gefahren sind, was hier los ist, wie viele Rollerfahrer hier sind, wie viele Menschen sie auf einem Roller sitzen oder auch Tieren. Das ist einfach brutal, das ist total beeindruckend. Wie trotzdem das alles gut regelt. Wir haben nicht einen Unfall gesehen, was eigentlich nahezu unmöglich ist. Natürlich auch im Stadion, wie die gesungen haben, das hat an einen Chor erinnert. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Und ich glaube, sowohl wir als Trainer als auch die ganze Mannschaft oder der Verein nimmt sehr, sehr viel mit zurück nach Deutschland. So, unsere Rikscha-Fahrt hat ein Ende gefunden. Wir sind jetzt wieder hier an unseren Hotels. Trotz alledem war es ein bisschen anstrengend, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die Temperaturen hier werden schon über 30 Grad, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Morgen sind 16 Grad hier. Ja, das passt ja. Es ist ja nicht nur das Wetter, sondern man kommt ja schon ins Schwitzen, wenn dann auf einmal so ein riesiger Kreisverkehr auf einen zukommt und dann so gefühlt Millionen Roller auf einen zufahren. Aber es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und es war eine tolle Zeit. Das war's von unserer Asientour 2022 und heute Abend gibt es natürlich noch unser Freundschaftsspiel gegen Vietnam. Die Highlights vom Spiel, hoffentlich die Tore, seht ihr jetzt gleich. Das war's, tschüss, macht's gut, bis dahin.
Ja, es gab Elfmeter für den Gegner, dann wie üblich versucht man ein bisschen den Gegner, den Schützen nervös zu machen. Und ja, ich mache diese Bewegung eigentlich immer und dann passiert das hier, dass das Tor ein bisschen, ich glaube das waren so 5 cm, weil das so ein Klapptor war, irgendwie rausgegangen ist und dann war es schwer wieder reinzubekommen, aber ja, hat es am Ende doch geklappt. Hast du auch noch nie erlebt, oder? Nee, sehr kurios, aber ja, passiert. Sehr intensive und schöne Zeit. Ich glaube, wir haben hier alle eine ganz andere Kultur kennengelernt, hatten auch sehr viel Zeit, neben den Spielen auch mal die ganzen Sachen hier kennenzulernen. War auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, dass man nicht alle Tage in diese Länder reisen kann. Hatten auch 3 Spiele. Jetzt leider das letzte Spiel verloren, hätten wir auch gerne gewonnen. Also war auf jeden Fall sehr schön, auch das zu sehen mit Singapur, Malaysia und jetzt auch Vietnam. Auch eine sehr schöne Kultur, wie ich finde. Für mich persönlich war das erste Mal gerade so Singapur und dann auch hier in Vietnam. Ist nochmal eine ganz andere Welt. Auch dann die Spiele, dass man hier auch mal gegen solche Mannschaften spielt, macht, glaube ich, Spaß. Alles in allem war es wirklich eine sehr schöne Reise, die auch dann auch in Erinnerung bleiben wird.